Moin, ihr Lieben. Habe ich was Falsches verschickt per WhatsApp? Tanja fragt gerade falsche WhatsApp. Ja, kann sein. Das kann sein. Ist ja mal wieder ein Teststream. Ach ja, falsche WhatsApp verschickt. Okay. Naja, es ist wie es ist. Aber dann wissen ja alle, dass hier irgendetwas läuft. Also es ist ein Teststream. Von daher, genau, war die von gestern. Sorry, ihr Lieben. Das ist das Einzige, was ich nicht aktualisiert habe. Ja, ist ein Teststream, also insofern darf das. Insofern darf das. Und ihr seht, Teststream mit einem wunderbaren Sonnenuntergang. Ich stehe hier am Containerterminal Altenwerder. Und ja, zwei Sachen gibt es zu testen. Einmal ein bisschen Leitungstest. Ich habe jetzt mal als zusätzliche Leitung Starlink dabei. Und dieser Spot hier am Containerterminal Altenwerder, der war ja immer gerne so ein bisschen zickig. Der ein oder andere, der das vielleicht mal gesehen hat in der Vergangenheit, der weiß, dass hier an dem Spot immer gerne mal so ein paar kleine Aussetzer waren. Und ja, zum einen habe ich jetzt halt die Möglichkeit, mit mehreren Leitungen hier zu streamen seit einiger Zeit. Und außerdem habe ich jetzt mal Starlink mit integriert. Starlink ist nichts für jeden Tag. Starlink ist eigentlich in erster Linie was für, ja, so quasi als Backup für so Streams wie halt Silvester, Hafengeburtstag, Cruise Days und so weiter. Und ja, heute will ich eigentlich nur mal gucken, ob über Starlink auch ein paar Daten rausgehen und ob das alles zusammenspielt. Also im Idealfall kriegt ihr davon gar nichts mit. Wenn alles gut läuft, sagt ihr, ist eigentlich so wie immer. Ich merke keinen Unterschied. Und das muss jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Und wenn das jetzt gleich weitestgehend stabil läuft, dann können wir auch mal gucken, ob denn unsere Quizgeschichten wieder funktionieren. Denn ja, gestern habt ihr mir einen kleinen Arschtritt verpasst, dass ich das mal endlich wieder an den Start bringen soll. Und heute Morgen habe ich mich mal hingesetzt und einfach ein bisschen mit mir selbst gequizt. Und das können wir dann gleich mal irgendwann austesten, ob das funktioniert. Aber schön, dass ihr alle dabei seid, auch bei diesem kleinen Teststream. Christa ist auch seit 11 Monaten da, auf der Reeperbahn. Christa, moin meine Liebe. Mike Fassbender mit 2,49, ein Testfischeis, ja klasse. Ich hoffe, ich habe auch meine Testtaschentücher dabei. Ich wusste, irgendetwas habe ich vergessen. Oh je. Oh Paddy, ey, bloß nicht Taschentücher vergessen. Das wäre fatal. Na, ein altes habe ich noch von gestern. Der Bunny ist seit 2 Monaten dabei. Danke dir herzlich und Markus Peiska sagt schon mal, danke vorab für den schönen Stream am Montag. Na, du weißt doch noch gar nicht, ob das hier überhaupt irgendwie schön wird. Das müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Also Licht ist auf jeden Fall schön. Es passiert hier jetzt nicht so wahnsinnig viel. Verkehrsmäßig, ich glaube vor 20 Uhr tut sich hier nichts. Aber es ist halt eine ganz gute Möglichkeit, einfach um zu sehen, ob der Stream hier jetzt stabil läuft und vor allem auch stabil mit einer entsprechenden Qualität, also einer entsprechenden Bitrate. Das ist ja die Idee hinter der ganzen Geschichte. Anja Garlik mit Grüßen aus Wasserburg. Danke dir. Superchat, liebe Grüße auch an den Danny. Pingmax seit 18 Monaten dabei. Dankeschön. Ja, Stefan, einfach in den Ärmel rotzen. Das ist, ja, wäre in der Tat eine Möglichkeit. Kann man machen, muss man aber nicht. Ach Uschi, das ist aber lieb. Alle Streams von dir sind schön. Naja, manche sind ein bisschen schöner und andere sind halt weniger schön. Guck mal, da haben wir noch so ein bisschen Sonne, die da gerade so durchluschert. Herrlich.
Herrlich, herrlich. Anja fragt, ob am Donnerstag was Interessantes ist. Wir haben doch erst Montag. Ich gucke doch am Montag nicht. Guck doch am Montag nicht, was am Donnerstag los ist. Ja, kurze Störung hatten wir jetzt drin. Muss man eine Sache gerade umbauen. So. Wir lassen einfach mal ein bisschen laufen. Und gucken uns hier einfach diesen schönen Sonnenuntergang an. Um das halt dann abschließend zu beurteilen. Ja, muss der Stream halt einfach auch eine Zeit laufen. Das reicht nicht da einfach nur eine Viertelstunde. Da muss halt schon mal irgendwie so ein Stündchen das Ganze laufen, um dann sagen zu können, ist stabil oder ist nicht stabil. Zehn Monate, John Doe. Danke dir vielmals. Und 11 Monate, der Detlef Burmeister. Hansi Seehund, 2,49 nochmal. Liebe Grüße. Dankeschön. Markus fragt, wie viel Strom braucht so ein Starlink? Ja, das ist übrigens auch eine ganz gute Frage. Das ist auch Teil des Tests. Ich habe das jetzt hier mal alles an der Powerstation angeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt explizit sehen kann, wie viel Strom da gerade drüber geht. Also ich meine, es liegt so bei ca. 20 Watt über den Daumen. Das Problem ist, ich kann das gerade nicht sehen, weil ich hier noch andere Geräte dran habe und ich einen Gesamtverbrauch angezeigt bekomme und nicht nur den von Starlink. Aber ich meine, es sind so um die 20 Watt. Ich glaube, ich muss mal ein Foto machen, oder? Habe ja eh nichts Besseres zu tun. Ja, die Farben sind in der Tat sehr, sehr schön. Das stimmt. Sven Reichel seit 5 Monaten auf der Reeperbahn. Dankeschön. Also wer Lust hat und sich auskennt, ihr könnt ja mal gucken in die Segellisten. Aber ich meine, hier tut sich jetzt kurzfristig nicht viel, außer diesem wunderschönen Himmel. Ansonsten ist hier, glaube ich, schiffsverkehrmäßig nicht so wahnsinnig viel zu erwarten. LML Lefmanu lässt 5 Subs bei Twitch da. Danke dir vielmals. 15 Monate Fischmarkt feiert Tigers Treasures in Purple. Danke dir. Und Hartelhüttel mit 2 Euro Superchat. Danke. Danke, 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 danke.
Ja, gleich, ich denke mal so in einer Viertelstunde oder so, werden wir dann mal mal gucken, ob das mit dem Quiz funktioniert. Denn ja, nicht nur, dass es wieder funktioniert, sondern es funktioniert jetzt hoffentlich auch auf Twitch. Sollte es, zumindest heute bei meinem Test, so dass jetzt alle mitspielen können. Tigers Treasures in Purple ist jetzt auch wieder dabei. Auf dem Fischmarkt. Moin, mein Lieber. Also für alle, die sich so ein bisschen für die Technik interessieren, ich habe ja vor etwa einem Jahr schon mal Starlink ausprobiert. Da habe ich allerdings den Fehler gemacht, dass ich nur über die Starlink-Leitung alleine streamen wollte. Das ging voll in die Hose. Das gibt Starlink nicht her. Zumindest habe ich es nicht hinbekommen. Das große Problem dabei ist halt, dass ständig die Satelliten gewechselt werden und dadurch die Bandbreite immer so ein bisschen am Hüpfen ist. Geht immer so ein bisschen rauf und runter. Und da habe ich es einfach nicht hinbekommen, mit einer akzeptablen Qualität einen guten, stabilen Stream hinzubekommen. Mittlerweile habe ich ja hier ein Bonding-System, wo mehrere Leitungen dran sind, die sich dann gegenseitig ein bisschen unterstützen und das gegenseitig auffangen, wenn mal irgendwo was fehlt. Und ja, das ist im Prinzip jetzt die Idee dahinter, dass Starlink dann quasi einfach so ein zusätzlicher Support ist. Und das ist jetzt übrigens auch Starlink Mini, was ich benutze. Also sehr transportabel, deshalb natürlich nicht so mega leistungsfähig. Mike5381, herzlich willkommen bei uns auf dem Fischmarkt. Genauso wie der Headhunter Novi, auch an dich ein Moin und herzlich willkommen an Bord. Boah, das sieht aber auch echt toll aus, ne? Also ich sag mal, wenn ihr wirklich mal Sonnenuntergangsbilder mit Hafenromantik machen wollt, hier Containerterminal Altenwerder. Der ganz große Vorteil ist dazu noch, dass man hier im Auto schön ranfahren kann. Also einfach rückwärts ranfahren, Kofferraum auf und wenn es kalt wird, einfach wieder reinsetzen. Hauke möchte wissen, was ich fürs Bonding nutze. Das ist eine selbstentwickelte Lösung. Also das habe nicht ich gemacht, sondern ein Bekannter. Aber das ist halt nichts, was man so fertig kaufen kann. Ist aber so ähnlich wie LiveView. Das wird dem einen oder anderen vielleicht was sagen. Elbfee macht ein Upgrade auf Speicherstadt. Ich danke dir vielmals. Sag mal, kommt hier heute noch was oder bist du auch nur für den Sonnenuntergang da? Mich schon gewundert, ich hatte nämlich vorhin geguckt, ich glaube vor 20 Uhr passiert hier nichts. Soll es morgen schon wieder regnen? Oh. Knurek fragt, wie streamt man gleichzeitig über mehrere Leitungen? Ja, der Schlüsselbegriff bei der ganzen Geschichte ist Bonding. Das musst du einfach mal googeln. Da gibt es verschiedene Anbieter, verschiedene Geräte, die das machen. Von günstig über Bastellösungen bis hin zu exorbitant teuer. Oh, das hat einfach was, ne? Wenn sich diese Krane da so ein bisschen im Sonnenlicht bewegen. Schon fast meditativ. Oh, jetzt ist der Weißabgleich umgesprungen. Seht ihr das? Jetzt ist das ganze Rot raus. So geht das natürlich nicht. So geht das nicht. Wir wollen ein bisschen Drama-Himmel.
Dann ist hier nochmal die Frage, welche Kamera ich eigentlich benutze. Vielleicht hat ja ein Moderator gerade eine Hand frei und kann mal unseren Equipment-Link posten. So, bis auf den einen Aussetzer vorhin hatten wir jetzt keinen mehr, oder? Ich glaube, ich weiß auch, woran das lag. Nee, Gecko, der Weißabgleich ist kein Romantiker. Das stimmt. Aber das Schöne ist ja auch, dass es jetzt hier, dadurch, dass jetzt nicht so viel los ist, ist das natürlich zum Testen sehr schön. Kann ich in Ruhe einen Tee trinken, ein bisschen Chat lesen. Und mich bei dem Gecko bedanken dafür, dass er eine Mitgliedschaft verschenkt hat. Ich danke dir vielmals. Ja, alle, die jetzt später eingeschaltet haben, gleich in ein paar Minuten, also wenn der Sonnenuntergang weitestgehend durch ist, dann will ich auf jeden Fall nochmal gucken, ob unser Quiz wieder funktioniert. Also es sollte funktionieren, aber dann halt mal auch mit ein paar Mitspielern. Auch mal zur anderen Seite schwenken. Da bewegt sich immerhin eine Containerbrücke. Robert, willkommen bei uns auf dem Kanal als Fischmarkt-Mitglied. Analogon fragt, ob das Quiz auch auf Twitch funktioniert. Ja, das sollte es jetzt auch. Also zumindest hat das heute Morgen geklappt. Ich habe heute Morgen zweimal Quiz durchgespielt und sollte dann auch auf Twitch funktionieren. Ja, was machen die neuen Containerbrücken? Gute Frage. Man sieht sie nur so ein bisschen hier durch das Gestrüpp. Da im Hintergrund, da seht ihr sie. Sieht so aus, als ob da noch fleißig gebaut wird. Das wird noch einen Moment dauern, bis die einsatzbereit sind. Und Mario schreibt, morgen soll es Eisregen in Hamburg geben. Hör auf. Hör auf damit. D. Henry Clip sagt, Bild ganz okay. Danke fürs Feedback. 5 Mitgliedschaften gehen raus von PingMac. Ganz lieben Dank. Lieber PingMac. Ja, der Himmel ist wirklich schön. Es ist ein bisschen schade, dass hier an dem Standort immer nicht ganz so viel los ist. Ich würde hier gerne öfter stehen, weil das halt auch so schön bequem ist. Einfach mit dem Auto ranfahren, aussteigen. Aber du hast halt hier null Durchgangsverkehr. Also du hast hier nichts, irgendwie an groß Action. Können wir mal hier rumschwenken. Da hinten haben wir die Katwigbrücke. Brücken sind es ja mittlerweile. Lange Zeit gab es nur eine, sowohl für Auto als auch für den Schienenverkehr. Mittlerweile gibt es 2 getrennte.
Einmal für Auto, aber und eine für die Eisenbahn. So, jetzt haben wir, glaube ich, gerade ein bisschen Probleme. Jetzt haben wir gerade Probleme. Study with Jojo kommt mit 74 Raidern rüber. Willkommen an Bord. Moin, schön, dass ihr da seid. Tobi fragt, ob es mir besser geht. Yo. Yo, yo. Ja, Quiz kommt gleich. Bin gerade mal so ein bisschen am Gucken mit dem einen Aussetzer eben. Bin noch etwas am Rätseln, woran der genau liegt. €2 Superchat von Chris Kuhlmann. Ich danke dir vielmals. Schreibt, schreit nach einem Foto. Habe ich eben schon gemacht.
So, ich würde sagen, jetzt gucken wir gleich mal, ob das mit dem Quiz funktioniert. Akinos fragt, na, läuft alles? Ja, ich sag mal so 98,74% laufen. Aber es bleibt doch immer noch eine Kleinigkeit übrig, die ein bisschen zickig ist. Aber jetzt probiere ich gleich mal, ob das mit der Quizfunktion funktioniert. Ich muss jetzt mich einmal hier einloggen in das Quiz-System. Zum Testen nehmen wir erstmal ein Quiz, das wir schon mal gespielt haben. Also der ein oder andere wird die Fragen dann schon kennen. Aber ich denke, rein zum Testen ist das ganz gut. So, dann lasst mich mal schauen, ob ich das Quiz jetzt geladen bekomme hier. So, da müsste das Quiz sein, ihr Lieben. Also, die Mechanik ist eigentlich ganz einfach bei der Geschichte. Das Ganze läuft so nach dem Prinzip, wer wird Millionär? Das heißt, es kommt gleich eine Frage mit 4 Antwortmöglichkeiten und ihr schreibt im Chat einfach 1, 2, 3 oder 4. Also ihr tippt einfach die Zahl ein und drückt Enter und dann werdet ihr mitgezählt. Die Herausforderung jetzt durch die neue Technik, die ich verwende, ist ein bisschen die Latenz. Ihr werdet feststellen, dass das Fragenvorlesen von mir immer einige Sekunden später kommt als die eigentliche Frage auf dem Bildschirm. Das macht aber nichts. Sobald die Frage da ist, könnt ihr antworten. Und durch die Latenz ist es auch notwendig, dass ihr innerhalb von den ersten 45 Sekunden antwortet. Also da läuft ein Countdown von 60 Sekunden runter. Ganz safe seid ihr, wenn ihr innerhalb der ersten 45 Sekunden antwortet. Der Chat wird gleich ein bisschen durchdrehen und ja, ich werde wahrscheinlich auch in der Zeit hier chatmäßig nicht wirklich viel mitbekommen. Alles, was jetzt noch irgendwie an Spenden und so weiter reingekommen ist, da gucke ich, dass wir das nach dem Quiz uns nochmal anschauen und dann nochmal Danke sagen. Jetzt gucken wir erstmal, ob das Ganze funktioniert. Und am Ende gibt es dann auch eine Auswertung mit einem Auswertungslink. Da könnt ihr dann gucken, auf welchem Platz ihr gelandet seid. Und ich würde sagen, einfach mal Feuer frei. Entschuldigung fürs Nase hochziehen. Ja, ihr habt auf jeden Fall genug Zeit zum Googlen. Aber es geht hier ja um nichts. Letztendlich soll es ein bisschen Spaß machen und die ein oder andere Länge überbrücken, wenn es mal im Stream, ja, wenn mal nichts los ist, so wie jetzt gerade. 7 Fragen haben wir insgesamt. Und ja, die Taschentücher sind alle. Aber das eine hier, das nutze ich bis zum geht nicht mehr. Erste Frage, wann wurde denn der Nordostseekanal eröffnet? War das Nummer 1, 1912, Nummer 2, 1904? War das Nummer 3, 1895? Oder war das Nummer 4, 1875? Tippt einfach 1, 2, 3 oder 4 ein. Und wie gesagt, am besten innerhalb der ersten 45 Sekunden. Dann wird ja, das hoffentlich gezählt. Es kann auch sein, dass sich das System mal verschluckt, wenn da ein bisschen viel los ist. Ich hoffe, dem ist nicht der Fall.
Ja, aber wann wurde denn der Nord-Ostsee-Kanal eröffnet? Hier kommt die Auswertung und dann sehen wir auch, wie viel Prozent von euch denn richtig liegen. Wer hat schnell genug gegoogelt? Richtige Antwort 1895. 33% von euch liegen richtig. Aber auch einige, die daneben getippt haben. 36% auf 1904. Naja, aber nah dran. Also richtige Antwort auf jeden Fall 1895. Ich habe die Fragen von Malte damals überprüfen lassen. Also falls da irgendwo was Falsches drin ist, müsst ihr euch bei Malte beschweren. Nächste Frage, wie lang ist denn der Nord-Ostsee-Kanal? Nummer 1, ist der ca. 98 Kilometer lang? Ist der Nummer 2 etwa 84 Kilometer lang? Nummer 3, 122 Kilometer oder Nummer 4, 110 Kilometer? Wie lang ist denn der Nord-Ostsee-Kanal? Boah, der Himmel, der wird aber auch echt immer krasser. Und ich war mal wieder zu faul, die Weitwinkelkamera aufzubauen, weil ich dachte mir, es ist hier einfach nur so ein kleiner Test. Vielleicht kriege ich das so nebenbei noch hin. Ja, schauen wir mal, wie viele von euch richtig liegen. Wie lang ist denn der Nord-Ostsee-Kanal eigentlich? Also die richtige Antwort ist 98 Kilometer. Und 64% von euch liegen richtig. So, zweite Kamera. Und hier kommt schon die nächste Frage. Wie nennen sich denn die Einteilungen der Schiffsgrößen für den Nord-Ostsee-Kanal? Also die Schiffe sind ja unterschiedlich groß und werden dann unterteilt. Sind das die sogenannten Verkehrsgruppen, also Antwort Nummer 1? Sind das Nummer 2 einfach Schiffsgrößen? Ist es Nummer 3 das Längenprofil oder Nummer 4 die Bruttoraumzahl? Wie nennt sich die Einteilung nach Schiffsgrößen auf dem Nord-Ostsee-Kanal? So, zweite Kamera ist auch in 2 Minuten fertig. Ja, und die richtige Antwort ist natürlich die Verkehrsgruppe. Die werden nach Verkehrsgruppen eingeteilt und danach wird halt bestimmt, ja, wer sich wie wo auf dem Nord-Ostsee-Kanal begegnen darf mit den Schiffen. Die Verkehrsgruppen, also alle, die immer regelmäßig beim Malte zuschauen, dem Kanalsteuerer, die kennen das. Die wissen das. Verkehrsgruppen, ich glaube bis 6 geht das, oder war es 7? 6 oder 7 war, glaube ich, die größte Verkehrsgruppe. Und da kommt die nächste Frage. Welches ist denn die maximale Länge, die ein Schiff haben darf, das den Nord-Ostsee-Kanal passiert? Ist das Nummer 1 235 Meter, Nummer 2 215 Meter, ist das Nummer 3 200 Meter oder ist das Nummer 4 190 Meter? So, ich glaube, die zweite Kamera, die hat sich auch gelohnt, mal aufzubauen.
Ja, und ihr merkt schon, also Kommunikation über den Chat, während ein Quiz läuft, das funktioniert hinten und vorne nicht. Deshalb, ja, nicht böse sein, wenn da jetzt irgendwie von mir keinerlei Antwort kommt, falls da irgendwelche Fragen zwischendurch sind. Aber ich gucke gleich zumindest, ob noch irgendwas an Mitgliedschaften gekommen ist. Die richtige Antwort, maximale Länge, die ein Schiff haben darf, das im Nord-Ostsee-Kanal passiert, sind 235 Meter. Und 70% von euch liegen absolut richtig. Es wird natürlich einige geben, die die gleiche Anzahl an richtigen Fragen haben. Da zählt am Ende dann, wie schnell man geantwortet hat. Also am Ende poste ich euch dann auch einen Link, wo ihr nachgucken könnt, auf welchem Platz ihr gelandet seid. Frage Nummer 5. Wie nennen sich denn die Stellen, wo sich Schiffe im Nord-Ostsee-Kanal passieren können? Also, ja, wenn die sich irgendwo begegnen und dann aneinander vorbeifahren, wie nennt sich das? Nummer 1, sind das Weichen? Sind das Nummer 2, Verkehrsgruppenüberschneidungszonen? Nummer 3, die Passierstellen? Oder Nummer 4, die Begegnungsboxen? Wie nennt sich das, wo Schiffe im Nord-Ostsee-Kanal sich treffen bzw. passieren können? Oh, ich habe noch ein frisches Taschentuch gefunden. Yeah! Ist ja wie Weihnachten heute. 71% von euch liegen absolut richtig. Das sind die sogenannten Weichen. Da können sich die Schiffe begegnen. Heute läuft die Nase mehr als gestern. Und dann kommen wir auch gleich schon zu Frage Nummer 6. Wie viele Schiffe haben denn 2023 den Nord-Ostsee-Kanal passiert bzw. durchfahren? Waren das Nummer 1 41.522, Nummer 2 34.522, Nummer 3 26.659 oder waren es Nummer 4 19.950 Schiffe, die den Nord-Ostsee-Kanal 2023 passiert haben? Ich weiß gar nicht, ob es Zahlen für 2024 schon gibt. Müssen wir mal Malte fragen, ob das zugenommen hat oder abgenommen hat. Wäre ja auch mal interessant. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Ist ja die am meist befahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Zwar nicht die größten Schiffe, die da durchgehen, aber die meisten. Und die richtige Antwort ist 26.659. 29% von euch haben richtig getippt oder wussten es natürlich. Und dann kommt auch gleich schon die letzte Frage. Wie lange dauert denn die Fahrt durch den Kanal? So circa. Sprechen wir hier Nummer 1 von 8 bis 9 Stunden, Nummer 2 von 5 bis 6 Stunden, Nummer 3 11 bis 12 Stunden oder von 1 bis 2 Tagen, in denen ein Schiff durch den Kanal fährt.
Gleich am Ende kommt auch so ein kleines Gewinnerboard. Da sehen wir dann auch, wer zumindest laut System gewonnen hat. Da werden einige dabei sein, die wahrscheinlich alle Fragen richtig haben. Und dann geht es halt so ein bisschen um Geschwindigkeit. Aber um dann genau nachzugucken, auf welchem Platz ihr gelandet seid, poste ich euch dann gleich nochmal einen Link in den Chat rein. Da könnt ihr dann nochmal suchen, wo ihr letztendlich gelandet seid. Und ich hoffe, das klappt alles sowohl mit Twitch als auch YouTube gleichzeitig. Das ist noch ganz spannend, habe ich nämlich ehrlich gesagt auch noch nicht gemacht. Ja, die richtige Antwort ist natürlich 8 bis 9 Stunden. Guck, 1 bis 2 Tage, damit konnte ich keinen aufs Glatteis führen. 0%, 8 bis 9 Stunden. 67% liegen richtig. Und viele von euch, die kennen das. Wenn man die Prozentzahlen addiert, kommt man meistens nicht genau auf 100% bei dem Quiz. Liegt einfach daran, dass hier munter gerundet wird. Und meistens ist die Gesamtzahl, glaube ich, etwas über 100% oder drunter. Ja, schauen wir mal, wer hat denn gewonnen? Die Rangliste. Ach, guck mal hier, Volker S. mit 7 richtigen Antworten. Dann der Fletenkicker, ja, das war ja klar, dass der das alles wusste, der Fletenkicker. Und der Klopferhase auf den Plätzen 1, 2 und 3. Und wie gesagt, alle anderen, die können gleich nachgucken. Ich werde jetzt gleich mal den Link posten. So, aber erstmal mache ich jetzt das Quiz hier wieder aus, dass wir nochmal das schöne Bild genießen können. Und dann kommt gleich sofort der Link. So. Jetzt gebt mir mal ein paar Sekunden und dann poste ich das mal eben. So, mal schauen, ob ich das jetzt hier hinkriege. Irgendwie klappt das gerade mit dem Link nicht. Ich arbeite daran. So, jetzt müsste eigentlich sowohl bei Twitch als auch bei YouTube der Link kommen zu dem Ergebnis. Ja, gebt doch mal bitte Feedback, ob ihr euch da wiederfindet. Und ich bastel hier übrigens noch mal ein bisschen an den Leitungen rum. Kann sein, dass wir gleich noch mal ein paar Aussetzer provozieren. Boah, der Himmel heute, der ist aber auch sensationell, oder? Das ist richtiger iPhone-Himmel. Solche Fotos können die Smartphones richtig gut. Ja, das scheint auf jeden Fall soweit funktioniert zu haben mit dem Quiz. Und jetzt glücklicherweise dann sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Dann sehe ich hier, dass vorhin der Lutz aus W noch eine Mitgliedschaft verschenkt hat. Lutz, ganz lieben Dank dafür. Frank Thulke ist jetzt auf dem Fischmarkt-Mitglied. Frank, Dankeschön. K8pit, auch wieder dabei, im 5. Monat mit einem Prime-Sub. Herzlichen Dank, schön, dass du an Bord bist. Dann haben wir Matze 3089 mit 5 € Superchat. Und er schreibt, jetzt habe ich heute schon sehr oft Happy Birthday gehört. Als Krönung würde ich mir gerne das Horn wünschen. Matze, ich wünsche dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Und natürlich gibt es, wenn das für dich die Krönung ist, natürlich unser Geburtstagshorn. Happy Birthday, mein Lieber.
Also heute kann man als Fotograf hier definitiv eskalieren. Wenigstens kann ich euch ein paar schöne Farben zeigen. Gucken, wenn wir mehr Wasser in den Vordergrund nehmen. Oh, ich muss erstmal das Stativ gerade machen. So, das doch. Ja. Dann kommt noch 5 Euro Superchat von Gecko. Und er sagt, danke fürs kurzweilige Quiz, richtig gut gemacht. Respekt überhaupt wie alles hier auf dem Kanal. 100% Herzblut, 100% Professionalität. Gecko, ich danke dir herzlichst für dieses schöne Kompliment. Die Quizgeschichten haben wir schon lange gehabt. Und die Idee dahinter war immer, oh Leute, jetzt geht's hier ab. Jetzt kommt hier Traffic in die Hütte. Und die Idee hinter den Quizzen war ganz einfach, Zeiten zu überbrücken. Denn wir haben ja ganz oft Streams, wo dann nicht so wahnsinnig viel passiert. Und ja, um halt einfach so ein bisschen das zu überbrücken, ein bisschen kurzweiliger zu machen, hatte ich irgendwann dieses Quiz-Tool ausgegraben und fand das eigentlich sehr cool, dass man halt direkt interaktiv mitmachen kann, indem man im Chat einfach was eintippt. Problem bei der ganzen Geschichte ist so ein bisschen die Verzögerung, die man durch den Stream hat. Und da ich ja jetzt in den letzten Monaten, habt ihr vielleicht mitbekommen, das ganze System umgebaut habe und wir jetzt halt eigentlich immer über mehrere Leitungen gleichzeitig streamen, hat das auch so ein bisschen zur Folge gehabt, dass die Latenz höher geworden ist. Und ihr merkt ja, bei dem Quiz ist es natürlich doof, wenn man zu viel Zeitverzögerung hat. Denn wenn ich das hier vorlese und das Ganze erst bei euch irgendwie 10 Sekunden später ankommt, dann muss ich das natürlich alles mit einkalkulieren. Und letztendlich ist einfach der Schlüssel gewesen, die Antwortzeiten bei den Fragen etwas hochzusetzen. Die hatte ich vorher deutlich kürzer. Und das, denke ich, funktioniert jetzt ganz gut. Und am Ende geht es ja um nichts. Ach, sieht das schön aus. Anthony Roberts. Morning coffee from Portugal. $10. Thanks a lot, Tony. Oh, Robert sag ich schon. Malte ist ja auch da. Malte. Mensch, Malte. Quiz mitbekommen hast oder ob du jetzt erst eingeschaltet hast. Und ja, dann ist hier nochmal die Frage, wo ich heute stehe. Ich stehe am Containerterminal Altenwerder. Gibt hier so einen Aussichtspunkt und das Schöne an diesem Aussichtspunkt ist, dass man halt wirklich mit dem Auto ganz bequem ranfahren kann. Und da ich hier noch mal ein bisschen was mit Leitungen
testen wollte. Dieser Spot in der Vergangenheit immer mal gerne ein bisschen zickig war, habe ich mich hier heute hingestellt. Boah, das ist aber auch eine schöne Abendstimmung hier. Richtig, richtig schön. Ja, da hatten wir wieder einen kleinen Aussetzer. Aber es ist trotzdem schon mal besser als das, was wir hier bei den ersten Versuchen hatten an diesem Standort. 5 Euro Superchat vom Hesseblitz. Danke dir und Gute nach Hesse. Hansi Seehund lässt auch nochmal 2,49 da. Danke dir vielmals. Und auf der Speicherstadt, die jetzt ein Upgrade durchgeführt hat, der René Barth. René, ich danke dir. Boah, diese Farben. Ja, so wahnsinnig wild sind die Aussetzer, glaube ich, nicht. Also das ist nichts, wo man jetzt macht. Herz möchte natürlich trotzdem herausfinden, woran das liegt, beziehungsweise versucht dann natürlich trotzdem irgendwie das Problem zu lösen. Vielleicht kommt man denen ja irgendwie auf die Schliche. Ein Kandidat, den ich ja hier schon länger auf dem Zettel habe, ist der Radarturm. Also hier, wenn wir einfach mal ein Stück nach links gucken, seht ihr, ich stehe hier direkt quasi so 150 Meter vom Radarturm entfernt. Christoph sagt, die Vorfreude aufs geplante Quiz steigt. Christoph, das Quiz habe ich doch eben schon durchlaufen lassen. Oder meinst du jetzt einfach für Zukunft? Der Jürgen verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Dankeschön. Christa Hartmann haut 3 Euro raus. Danke dir, Christa. Und Funfair, 10 Euro Superchat. Marmorstein und Eisen bricht, nur die Technik von Paddy nicht. Ach, herrlich. Herrlich. Ach, guck mal hier, kann das sein, dass der unter der Katwigbrücke durch will? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie das Schiff heißt. Scheint hier zu warten darauf, dass sich die Brücke gleich öffnet.
Wilson Mercy, danke für die Info. Boah, der scheint da ein paar Pirouetten zu drehen, um dann gleich unter der Brücke durchfahren zu können. Pornös der Himmel, pornös, sage ich nur. Was für ein schöner Abend. Aber knackig kalt. Knackig kalt. Ja, ich behalte mal die Brücke im Blick. Zwergfox fragt, ob ich an der Zufahrt zum BLG Autoterminal stehe. Ja, ich glaube, zum Autoterminal geht es hier auch irgendwo. Ich weiß nicht so ganz genau, wo die Zufahrt ist, aber irgendwo hier hinter mir ist auf jeden Fall das Autoterminal. Und dieser Spot ist eigentlich relativ einfach zu finden, wenn ihr auf Google Maps sucht nach was steht da? Ich glaube Ausblicks- oder Aussichtspunkt Container Terminal Altenwerder oder so ähnlich steht da. Aussichtspunkt, genau, irgendwie sowas mit Aussichtspunkt Container Terminal Altenwerder. Keks fragt, ob ich morgen streame. Das weiß ich doch heute noch nicht. Oh, der dreht da munter weiter seine Kreise. Pascal, nein, die neuen Brücken sind noch nicht im Einsatz. Und Matthias, Cuxhaven, ja, irgendwann mal. Ist halt immer so eine doofe Fahrerei nach Cuxhaven. Da kommt noch ein Gude aus Hessen. Von der Flussmöwe. Danke dir. Und Gude zurück. Flussmöwe ist auch wieder dabei. Auf dem Fischmarkt. Danke dir vielmals. Also, wenn das nicht Desktop-Hintergrundbild verdächtig ist.
Akinos hätte gerne ein Foto. Ja, mein Lieber, ich habe leider keinen Weitwinkel dabei für die große Kamera. Ich habe jetzt tatsächlich ein paar Fotos mit dem Handy gemacht. Ich hoffe, dass sie auch ganz gut werden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es hier so ein Pornolicht gibt. Ich wollte doch nur einen kleinen Teststream machen. Michael 1987 ist auf Twitch mit einem Sub dabei, jetzt im 3. Monat. Ich danke dir. Und dazu dann diese ganzen Geräusche vom Terminal. Herrlich. Christoph schlägt vor, Streamhöhe Ein- und Ausfahrt Nordostseekanal, Elbe. Ja, da ist noch eine Mole. Habe ich auch schon mal auf Google Maps geguckt. Vielleicht kann ich Malte mal irgendwann überreden, dass wir uns da mal zusammen hinstellen. Übrigens, es wird auch immer wieder gefragt, ob ihr denn hier Screenshots machen könnt und die auch verwenden könnt. Ihr könnt gerne in den ganzen Streams Screenshots machen. Ihr könnt die als Desktop-Hintergrund verwenden. Ihr könnt die auch euren Freunden schicken in WhatsApp-Gruppen. Nur wenn ihr die öffentlich irgendwo postet, dann seid bitte so lieb und fair und packt da ein paar Credits dran. Schreibt, dass ihr da einen Screenshot gemacht habt bei Hamburg Hafen Live. Und dann haben wir da alle was von. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram verlinken. Also falls ihr den Instagram-Account nicht kennt, vielleicht können wir den ja nochmal raushauen. Vielleicht kennt ihr den noch nicht, unseren Instagram-Account. Den könnt ihr gerne natürlich auch immer verlinken. Totalausfall. Also, wen juckt's im 5. Monat auf Twitch dabei? Danke dir vielmals. Und der Zwergfox ist mit 245 Bits dabei. Also das Gute ist an der neuen Technik, die ich hier verwende und dem Server, der dazwischen ist, wenn tatsächlich mal die Mobilfunkverbindung so abkackt wie jetzt gerade, dann bleibt der Stream immerhin erhalten. Also dann kriegt man so einen kleinen Fehlerbildschirm, von wegen bin gleich wieder da. Aber die Gefahr ist nicht gegeben, dass der ganze Stream plötzlich weg ist. Also ich sag mal, wenn Fehler, dann Fehler mit Stil.
Also das heißt dann ganz einfach, dass ein Problem mit der Mobilfunkverbindung von mir zum Server ist, aber vom Server zu YouTube und zu Twitch, da läuft es problemlos weiter. Ja, in der Tat ist wenig Strömung und wenig Wind. Also das ist schon echt sehr, sehr nice hier. Aber ein bisschen WD-40 müssen wir mal zum Terminal rüberbringen. Sven fragt, ob ich nicht friere. Geht so. Ich habe ja dieses Jahr ordentlich aufgerüstet bei den Klamotten und mir so einen Polarparker gegönnt. Ja, vielleicht will Wilson doch da noch zu einem Rendezvous mit der MSC. Aber wenn ich das richtig sehe, habe ich es natürlich mal wieder verpasst. Da ist die Brücke oben. So, da ist jetzt natürlich auch schön dunkel da hinten. Also Katwigbrücke. Naja, immerhin sind die Fehler reproduzierbar. Das hat ja was. Ampel ist auf grün, oder? Ah, Utes schreibt, da kommt noch die Agatha raus. Agat? Agat oder Agathe? Und dann kann wahrscheinlich Wilson durchfahren. Ach Sebastian, das ist aber lieb. Ist wie ein Orchester. Alles in allem ist so stimmig. Du machst jeden Stream so unglaublich schön. Ach Mensch, das ist aber lieb von dir. Oh Malte, 3 Wochen Urlaub. Sei dir gegönnt. Oh, jetzt passiert hier doch noch richtig was, ne? Guck mal, da geht nämlich die eine Brücke hoch. Die geht schon steil. Ja, Malte, wenn du nach Hamburg kommst, sag Bescheid. Oder vielleicht hast du ja auch Lust, dass wir nochmal irgendwie gemeinsam einen Stream machen oder so. Eben war ja die Idee mal am Einfahrt Brunsbüttel, wo man sowohl den Elbeverkehr als auch den Kanalverkehr hat. Vielleicht hast du mal auf sowas Lust. Hast ja mal auf sowas Lust. So, ups, das ist natürlich ein bisschen dunkel.
Tommy, nee, ich habe jetzt nicht das 60-600 drauf. Das ist jetzt ein 70-200 auf der Kamera hier. Sonst wird das nicht funktionieren mit dem Licht. Und dann habe ich aber hier noch einen Weitwinkel auf der zweiten Kamera. Boah, ey. Hab schon hässlicheres gesehen. Ja, Kabelbruch wegen Kälte. Das wird sein. Das wird es sein. Oh Malte, das wäre natürlich cool. Eine Drehgenehmigung direkt auf der Schleuse. Wie weit ist man denn da bei der Schleuse dann weg zur Elbe? Kriegt man da den Verkehr auch noch ganz gut mit? So, da kommt die heißt die Agathe nur oder Agathe? Ja, die Aussicht ist gar nicht so schlecht, um zu gucken, wo eventuell das Problem liegt. Und Wilson macht sich auch schon auf den Weg. Ah, nur Agathe heißt sie. Nur Agathe, okay. Oh, Wilson geht im Hintergrund durch.
äußerst schöne Farben. So, ich gehe nochmal auf die Brücke da hinten. Da müsste Wilson jetzt durchfahren. Tschüss. Ja, wirklich niedlich. Und dann geht gleich die Hubbrücke wieder runter. Das Interessante ist, warum das Ganze eventuell auf den Radarturm hindeuten könnte. In Rotterdam gibt es ja einen Standpunkt da an der Lotsenstation. Und da ist auch ein Radarturm. Und der ist in ähnlicher Entfernung wie dieser hier. Und da haben wir ein ähnliches Muster. Das kann sein, wenn ich einfach ein Stückchen näher an den Turm gehe und der in einem anderen Winkel abstrahlt oder ich ein Stückchen weiter weggehe, können vielleicht schon 50 Meter reichen, könnte es schon sein, dass sich das alles ändert. Aber das werde ich ausprobieren. Also, ich glaube beim nächsten Mal werde ich einfach mal näher rangehen an den Turm. Dass man quasi, ja, die strahlen ja nicht gerade nach unten, ne? Die strahlen ja so ein bisschen seitlich weg. Mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Aber was halt interessant ist an der ganzen Geschichte, ist, dass immer gleich alle Leitungen komplett einbrechen. Also egal wie viele Leitungen du hier hast, es geht alles
plötzlich gleichzeitig. Ja, zum Glück ist das hier kein Standort, wo ich irgendwie oft stehe. Aber wäre natürlich schon interessant, das mal rauszufinden, was hier genau los ist. Ja, alle, die später eingeschaltet haben, bin extra zum Testen hier nochmal hingefahren, weil dieser Spot bekannt dafür ist, dass er etwas problematisch ist mit dem Empfang. Und ich wollte jetzt mal ausprobieren, ob das Bonding das eventuell abfängt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Also hier scheinen wirklich alle Leitungen, egal von wem, gleichzeitig Aussetzer zu haben. Deshalb werde ich das irgendwann noch mal testen, dass ich mal ein paar Meter näher ran oder weiter weggehe an den Turm. Leider ist man dann hier sehr schnell im Gebüsch. Aber Licht ist trotzdem schön, oder? Was sagt er? Kann man sich doch trotzdem angucken. Darauf einen Tee oder einen Dujardin. Christoph, das Wasser plätschert hier. Direkt zu meinen Füßen. So, da haben wir wieder einen. Interessant. Interessant. Jo, Licht ist jetzt gleich weg. Test halb erfolgreich. Also das Empfangsproblem hier an dem Spot habe ich immer noch nicht gelöst. Das wird mein Endgegner. Aber dafür funktioniert die Quizgeschichte wieder. Und glücklicherweise stehe ich hier ja nicht so wirklich oft, dass das jetzt irgendwie dramatisch ist. Aber den
Nerd in mir, den juckt es dann ja schon, irgendwie herauszufinden, woran denn das Problem liegt, beziehungsweise woran es liegt. Das habe ich jetzt ja, glaube ich, herausgefunden. Aber wie man es lösen kann, das wäre jetzt noch die Challenge. Malte schlägt vor, Brunsbüttel, Mole 4 ausfilmen. Elbe und Nordwestrede in Sicht sowie ein- und auslaufender Verkehrsschleuse. Malte, wenn du da Bock drauf hast, können wir gerne mal gemeinsam so eine Geschichte machen. Müssen wir mal, müssen wir mal gucken. Müsste man dann mal abpassen, dass man einen Tag hat, wo auch ein bisschen was los ist auf Elbe und Kanal. Ja, Malte, sonst lass mal telefonieren irgendwie die Tage. Ja, viel zu erzählen gibt es gerade auch nicht. Ich gucke hier nur eigentlich nebenbei die ganze Zeit so ein bisschen auf die verschiedenen Leitungen. Bin selber ganz fasziniert davon, wie das immer rauf und runter geht. AC/DC, ja, beim Einschenken. Vielleicht ist es das Einschenken vom Tee. Das könnte natürlich sein. Das könnte sein. Ich werde demnächst noch mal hierher kommen und dann werde ich mich mal ganz nah an den Radarturm stellen. Weil aktuell ist hier nämlich kaum Gestrüpp. Und aber dunkel ist. Und hier ist ja dieser Weg. Oh Gott, da kann man ganz interessant.
Christoph Kuhlmann, 2 Euro Superchat, der schreibt, der Stream entspannt beim Zusehen. Ich danke dir. Danke. Und Henning Hafhab schreibt, ich finde Containerbrücken schon seit meiner Kindheit spannend und bewundere, wie präzise die Kranfahrer laden können. Danke für die tollen Bilder. Ja, sehr gerne geschehen. Ja, ihr Lieben, also ich habe eigentlich, Postbüttel sagte, Richtung Radarturm scheint es mehr Aussätze zu sein. Postbüttel, ich habe mich doch gar nicht bewegt, nur weil ich dahin filme, noch die Aussetzer nicht mehr werden. Aber ich werde das ausprobieren. Ich werde die Tage da mal hin, bei Tageslicht und mich dann mal näher dran stellen. Viel weiter weg geht leider nicht, weil dann auf der anderen Seite Gestrüpp kommt. Aber insofern ist mein Jagdinstinkt, was dieses Problem angeht, geweckt. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem Test, dass ihr Rückmeldung gegeben habt. Wenigstens haben wir das Problem mit dem Quiz wieder im Griff, dass das funktioniert. So, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, denn jetzt ist hier auch noch die Übersicht der Spenden bei mir ausgefallen. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr Rückmeldung gegeben habt. Und mal schauen, was die nächsten Tage so ist. Ich weiß gar nicht, was morgen ist. Irgendwer hat gesagt, morgen Regen und dann Eisregen habe ich noch gehört. Oh. Schauen wir mal, was da so passiert. Also insofern kann ich euch noch nicht genau sagen, was da als nächstes kommt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank auch, dass ihr trotz Teststream ordentlich unterstützt habt, dass ihr im Chat dabei wart, dass ihr Spenden rausgehauen habt und Mitgliedschaften und auf Twitch natürlich auch die Bits und Subs. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr bei YouTube ja irgendwie mal noch ein Like da lassen, vielleicht den Stream auch mal teilen und in sämtliche privaten WhatsApp-Gruppen teilen. Das würde wirklich sehr helfen. Und dann sage ich jetzt einfach mal herzlichen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Stream. Tschüss.